Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum Patchnotes-Rundown und zwar vom 8.20er Patch. Das heißt, dieser Patch improved den Worlds Patch ein kleines bisschen. Und offensichtlich werden wir einen Blick drauf werfen und beginnen wir mit Ahri, denn der hat ja ein kleines Rework bekommen. Das Video zu ihm habe ich schon relativ lange draußen und in den Kommentaren hat sich eine positive Stimmung herauskristallisiert. Denn die Hauptfrage bleibt, was will man denn an Ahri ändern? Und wenn man ihn changen möchte, dann bitte doch das W. Und das ist eingetreten. Ahri's Essence Flux ist jetzt nun ein völlig anderer. Das heißt, es ist ein Skillshot, der durch Minions durchfliegt, aber Champions, Monster und Turrets treffen kann und auch den Nexus witzigerweise. Und sollte man diesen mit Spells oder Auto-Attacks auslösen, bekommt man nicht nur den Damage drauf, sondern bei Spells auch einen ordentlichen Mana-Refund. Das heißt, dieser Spell hat nun einen Purpose, er hat nun eine Funktion, wohingegen der AD Ahri ihn ziemlich vernachlässigt hat. Die AP-Variante hat ihn sehr gemocht. Generell ist das aber eine gute Änderung, vor allem weil man jetzt in dem Arcane Shift ein Ziel sehr gut anvisieren kann, auch wenn viele Minions dort sind. Denn sollte das Ziel vom Essence Flux betroffen werden, hat ein Arcane Shift eine Priorisierung. Was in Fights in der Botlane ziemlich nice sein kann. Also dein All-In-Damage ist nun deutlich Minion-unabhängiger. Denn diese Viecher haben ja sehr gern Qs abgefangen oder den Arcane Shift selbst, weil das nächste Ziel hat gegolten. Also diesbezüglich keine schlechte Änderung. Als nächstes kommen wir zu Ahri. Ahri ist so eine kleine Solo-Q-Heldin. Die ist nervig und ihre Ultimate hat einen wirklich geringen Cooldown. Das heißt, dieser wird gerade am Anfang angezogen. Und ich kann es verstehen. Ich habe ja vor kurzem auch gegen eine Ahri gespielt und es ist nervig. Denn ihre Ultimate ist ja nicht nur ein Tool zum Jagen und Vernichten, sondern auch zum Escapen. Also es fällt deutlich schwerer, sie zu ganken, weil sie gefühlt jedes Mal Ultimate hat. Und das Standard-Item-Bild beinhaltet ja das Ludens, das heißt sehr viel Cooldown-Reduction und sie hat die Ult ständig. Es nervt. Deswegen kann ich diese Änderung so ein Stück weit verstehen und es ist pure Solo-Queue. Naja, eine weitere Kandidatin, die ich auch jetzt vor kurzem wieder häufiger sehen konnte, ist Evelynn. Sie fällt ebenfalls in diese Kategorie. Den Late-Game-Damage lässt man beinahe unberührt. Die Ultimate wird trotzdem auch im späteren Spielverlauf genervt, aber der Rest ist wirklich aufs Early-Game bezogen. Evelynns Damage, holy shit. Ich meine, sie ist ein Assassin, das ist auch fein, aber ich habe halt Leute verschwinden sehen. Sie ist einfach Houdini. Es ist einfach nur insane und deswegen finde ich die Änderung auch fein. Wieder Solo-Queue orientiert. Ne? Man muss ja im Hinterkopf behalten, aber dazu kommen wir später noch, das war die Verbesserung des World Patches. Genau wie die Änderung von Graves. Allein der Satz ist hier super weird. Ja, der ist gut im Late-Game, aber auch gut im Early. Wenigstens nicht im Early. Ja, es ist irgendwie weird. Fakt ist, er verliert AD. Das ist nicht überragend. Bezogen auf seine Passive rechnet sich das Ganze natürlich hoch, weil er seinen AD-Wert dann verdoppelt oder bis zu verdreifachen kann im späten Spielverlauf. Also auf Level 18 fehlt ihm da quasi bezogen auf dem Damage ein Langschwert. Oder es fehlen die 10 Damage. Gut, jetzt nächstes aber Jhin, denn der wird ja immer mit Hail of Blades gespielt und das Ganze wird jetzt ein kleines bisschen denied. Denn Hail of Blades hat anscheinend schon bei seinem ersten Auto-Attack geprockt, der ja gerade mit Stormblazer auch kritten kann. Na, und Hail of Blades erhöht ja seinen AD-Wert massiv für eine bestimmte Zeit und anscheinend ist das Geschoss in der Luft und er bekommt dann schon die AD. Es war auf jeden Fall eine Rechnung, die jetzt so geändert worden ist, dass er nun danach diesen Attack Speed, also AD-Bonus bekommt. Das für Jhin, glaube ich, sehr unangenehm ist, weil seine Nachladezeit ist ja einfach stupid hoch. Mal gucken, was jetzt die Jhin-Spieler damit machen werden. Schön, als nächstes haben wir Nami. Nami kannst du krass healen, ist ein Solo-Key-Hero, hat ebenfalls sehr gute Werte, wenn man quasi außerhalb des kompetitiven Bereichs schaut. Und hier wird man feststellen, jo, wird genervt. Na, da ist einfach der Early-Wert und auch der Late-Game-Wert ein bisschen zu hoch, wird alles runtergeschreddet. Hier muss man sagen, dass es klein anfängt, aber später fehlen halt 25 Base-Schaden. Beziehungsweise 25 Base-Heal eher. Den Schaden hat man unberührt gelassen. Gut, und abschließend haben wir hier noch Sion, der auch einen Nerf bekommt und zwar bezogen auf seine Grundregeneration. Die ist jetzt ein kleines bisschen runtergegangen. Man hat ja vor kurzem seinen Weg gebufft. Die Leute haben ihn neu kennengelernt und ich habe halt Full-AD Sion-Spieler gesehen, die halt mit Duskblade und Trinity Force, Tiamat und keine Ahnung was gespielt haben und 5000 HP hatten. Das ist nicht witzig. Und der Suicide Sion kommt ja auch nochmal dazu, aber ist ein anderes Thema. Fakt ist, er wird genervt und man kann es ein Stück weit verstehen. 9 Base-Regeneration ist auch wirklich viel. Gut, und abschließend wurde Dark Harvest ebenfalls genervt. Das Ganze haben wir bereits in den PvE-Stuff gehabt, bei den LoL-Trends und ja, ist hart. Und viele haben das jetzt ja mittlerweile auch begriffen, wie gut das funktioniert und man nimmt den Base-Schaden deutlich runter. Das kann man so ein Stück weit verstehen, weil Dark Harvest kommt ja über das Scaling, es kommt nicht über den Basiswert. Aber 20 Schaden gerade zu Beginn zu verlieren, ist wirklich viel. Also das ist ein nerviger Faktor und vielleicht kriegen die Leute jetzt raus, okay, ich muss genau wählen zwischen Electrocute und Dark Harvest, je nachdem, was für eine Position ich besuche. Ja, Riot will ja immer Optionen geben. Alternativ wäre es halt, Electrocute zu buffen. Aber der Grund, warum Dark Harvest genommen worden ist, weil Electrocute genervt wird. Also man geht in die negative Richtung, was weird ist. Gut, und abschließend kann ich sagen, dass man
im Prinzip die Worlds überhaupt nicht berührt hat. Dieser Patch ist nur auf Solo-Queue ausgerichtet. Ja, das sind alles Helden, die jetzt nicht unbedingt häufig bei den Worlds zu sehen sind. Und das ruft ein paar Beschwerden hervor, gerade im Competitive-Bereich, die sich denken, was ist mit Kaiser los? Was ist mit Urgot los? Was ist mit Atrox los? Was ist mit Akani los? Alles Champions, die rasieren, die dominieren. Ja, aber hier ignoriert werden. Oder Riot sagt sich, hey, die sind in einer fine Position bis jetzt, denn im Prinzip muss man daran denken, was im Hintergrund alles gemacht wird und hier wird die Preseason vorbereitet und meistens ist da ja Atomexplosion. Also da ist wirklich sehr, sehr viel geplant und es wird sehr viel getan, deswegen lässt man diesen Patch sehr, sehr ruhig. Und Gott, nichtsdestotrotz hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.